Hast du gewusst, dass es im deutschen Steuerrecht keine 183-Tage-Regelung gibt? Hast du gewusst, dass du dich nach deiner Auswanderung bis zu einem Jahr in Deutschland aufhalten kannst, ohne dort unbeschränkt steuerpflichtig zu werden? Wenn dich diese Aussagen jetzt sehr konsternieren oder du mich für komplett verrückt hältst, dann bleib jetzt dran und dann werde ich dir genau erklären, was es mit dem gewöhnlichen Aufenthalt nach dem Wegzug aus Deutschland auf sich hat. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du mit dem Gedanken spielst, auszuwandern, wenn du schon ganz konkrete Auswanderungspläne hast, wenn du Freiberufler, Unternehmer oder Investor bist und im Steuerdschungel feststeckst, dann lade ich dich herzlich ein, dir mal unser Seminarprogramm und natürlich auch unsere Investoren- und Erlebnisreisen in spannende Auswanderungsländer anzuschauen. Auch in den nächsten Monaten haben wir wieder viel vor. Wir gehen nach Sansibar, wir gehen nach Serbien, wir gehen nach Georgien, nach Texas, in die Philippinen und natürlich auch wieder in die Schweiz. Wir haben Seminare zum Thema unter anderem Auswandern in die Schweiz, Auswandern nach Irland oder auch steueroptimiert auswandern als Investor und Trader. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, wenn du rechtssicher und steueroptimiert auswandern willst, dann sind das genau die richtigen Veranstaltungen für dich. Alle Details dazu auf unserer Webseite, Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wenn du irgendeinen windigen Auswanderungsberater danach fragst, wie viele Tage du nach deiner Auswanderung dich in Deutschland aufhalten kannst, dann wird er dir garantiert sagen, 183 Tage. 183 Tage, daran kannst du dich halten. Wenn du dich an diese Regel hältst, dann kannst du dich in allen möglichen Ländern aufhalten, nicht nur in Deutschland. Solange du weniger als 183 Tage dort bist, wirst du dort nicht steuerpflichtig. In der Tat gibt es extrem viele Webseiten, YouTube-Videos, wo auf diese 183 Tage hingewiesen wird. Ich habe sogar vor kurzem mal beim Handelsblatt einen Artikel gelesen, wo es um eine Auswanderung nach Dubai ging und auch dort wurde irgendein Berater zitiert, der dann mal wieder sprach von den 183 Tagen, die man sich angeblich nicht in Deutschland aufhalten darf, wenn man ausgewandert ist, beziehungsweise wenn man sich daran hält, dann hat man eben auch kein steuerliches Risiko in Deutschland. Tatsächlich ist das kompletter Quatsch. Es gibt tatsächlich nirgendwo im deutschen Steuerrecht eine einzige Stelle, wo es um 183 Tage geht. Natürlich in anderen Ländern ist das anders. Wenn wir uns zum Beispiel das thailändische Steuerrecht anschauen, nur als Beispiel, da gibt es ganz klar Gesetze, wo darauf hingewiesen wird, dass man nach einem Aufenthalt von 180, also nicht 183, 180 Tagen in Thailand dort unbeschränkt steuerpflichtig wird. Das gibt es aber im deutschen Steuerrecht nicht. Wobei, hier müsste ich noch einmal qualifizieren. Es gibt natürlich Bereiche, wo hier ganz klar von 183 Tagen gesprochen wird, vor allen Dingen zum Beispiel im Bereich der Lohnsteuer. Wenn also, sagen wir mal, der Mitarbeiter eines französischen Unternehmens regelmäßig in Deutschland arbeitet, dann ergibt sich natürlich die Frage, wann er dann in Deutschland steuerpflichtig ist, wann er in Deutschland als ansässig gilt. Und da wird tatsächlich ganz klar von 183 Tagen gesprochen, auch in den Doppelbesteuerungsabkommen. Übrigens im gleichen Kontext, im Kontext der Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit, wird hier ebenfalls auf die 183 Tage hingewiesen. Ansonsten gibt es die 183 Tage im deutschen Steuerrecht nicht. Wenn du jetzt total überrascht bist und mir das nicht glauben willst, dann verzeih ich dir, denn tatsächlich gibt es natürlich zu keinem Thema mehr Gerüchte, kann man sagen, mehr Falschinformationen als zu diesem, wenn man sich so das Thema Auswandern und Steuern anschaut. Damit ich dir jetzt auch den Beweis dazu liefern kann, werde ich jetzt mal den Paragraphen 1 des deutschen Einkommensteuergesetzes für dich aufrufen. Einkommensteuergesetz, Paragraph 1, Steuerpflicht. Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Tja, hier kannst du sehen, hier steht nirgendwo irgendetwas von 183 Tagen. Hier steht nun gewöhnlicher Aufenthalt, also ein Begriff, wo man sagen kann, der ist ziemlich schwammig. Ehrlich gesagt, gewöhnlicher Aufenthalt ist hier nicht weiter definiert. Da müssen wir uns jetzt in die Abgabenordnung weiter bewegen. Das werde ich jetzt ebenfalls aufrufen. Paragraph 9, gewöhnlicher Aufenthalt, Abgabenordnung. Den gewöhnlichen Aufenthalt hat jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt.
Was heißt vorübergehend? Als gewöhnlicher Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes ist stets und von Beginn an ein zeitlich zusammenhängender Aufenthalt von mehr als 6 Monaten Dauer anzusehen. Achtung, das sind keine 183 Tage. Ein zeitlich zusammenhängender Aufenthalt von mehr als 6 Monaten. Kurzfristige Unterbrechungen bleiben unberücksichtigt. Satz 2 gilt nicht, wenn der Aufenthalt ausschließlich zu Besuchs-, Erholungs-, Kur- oder ähnlichen privaten Zwecken genommen wird und nicht länger als 1 Jahr dauert. Dieser letzte Satz wird vielleicht die größte Überraschung sein, denn hier steht ja ganz klar, wenn du dich bis zu 1 Jahr Aufenthaltsdauer in Deutschland aufhältst nach deiner Auswanderung und es sind wirklich strikt private Zwecke, dann wirst du in Deutschland nicht steuerpflichtig. Hat dir das schon mal irgendjemand gesagt? War dir das bewusst? Ich vermute nicht. Hier muss man natürlich gleich sagen, dass dies für einen Online-Unternehmer extrem schwierig wird nachzuweisen, denn wo arbeitest du tatsächlich, wenn du Online-Unternehmer bist? Aber wir haben natürlich grundsätzlich Mandanten, die von genau einer solchen Regelung betroffen waren. Nehmen wir einmal an, jemand wandert aus, nehmen wir einmal an, die Eltern werden dann pflegebedürftig, nehmen wir einmal an, der Auswanderer kehrt dann temporär vorübergehend nach Deutschland zurück, wohnt bei seinen Eltern, um diese zu pflegen bis zum Ende und geht dann wieder ins Ausland, dann hättest du eine typische Situation unter der Annahme, dass der Auswanderer dann in dieser Zeit wirklich überhaupt nicht arbeitet, sondern tatsächlich nur privat sich dort aufhält. Dann hättest du tatsächlich eine Situation, wo er nicht steuerpflichtig werden würde. Das heißt, weder muss er eine Steuererklärung in Deutschland einreichen, noch muss er Steuern auf seine weltweiten Einkünfte in Deutschland bezahlen. Du kannst aber natürlich Einkünfte haben. Wenn du von deinem Kapital lebst und du hast Aktien oder Krypto, dann sind diese Einkünfte, die du in dieser Zeit erzielst, unter der Annahme, dass du eben privat dich in Deutschland aufhältst zu Besuchszwecken, natürlich dann auch nicht in Deutschland zu versteuern. Das aber meiner Meinung nach sind die einzigen positive Nachrichten, die ich dir heute diesbezüglich geben kann, denn alles andere ist dann wieder ziemlich trickreich. Es gibt natürlich zu all diesen Steuergesetzen dann auch wieder Schreiben des Bundesfinanzministeriums und auch sogenannte Randnoten. Diese wollen wir jetzt heute zitieren. Diese gelten ja eben auch letztlich als Teil der gesetzlichen Regelungen. Und da wird vieles dann ausgeführt, was ja tatsächlich im Gesetzestext nur sehr schwammig formuliert ist. Und das muss man definitiv sagen, das ist tatsächlich das größte Problem. Und bei allem, was mit dem Thema Auswandern zu tun hat, wirst du immer wieder auf dieses Problem stoßen, dass diese gesetzlichen Vorschriften extrem schwammig formuliert sind. Und das gibt natürlich leider dem Finanzamt sehr viele Möglichkeiten, das zu deinen Ungunsten auszulegen. Und davon kannst du genau auch tatsächlich ausgehen. Das fängt ja schon bei der Begriffsverwendung an. Der Begriff, der hier verwendet wird, gewöhnlicher Aufenthalt, was bedeutet eigentlich überhaupt gewöhnlich? Also der Text spricht ja auf jeden Fall von einem zeitlich zusammenhängenden Aufenthalt von mehr als 6 Monaten. Hier steht aber wohlgemerkt nicht pro Kalenderjahr. Hier steht ein Aufenthalt von 6 Monaten. Das kann zum Beispiel auch der 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026 sein. Auch wenn du dich dann letztlich de facto pro Kalenderjahr in Deutschland nur 90 Tage aufgehalten hast oder etwas mehr als 90 Tage, unter der Annahme, dass du ansonsten nicht in Deutschland warst, wärst du dann auch wieder unbeschränkt steuerpflichtig, weil du eben diesen zusammenhängenden Aufenthalt von mehr als 6 Monaten in Deutschland hattest. Aber die größte Krux hier ist im Grunde genommen, dass gar nicht mal die 6 Monate erfüllt sein müssen, um den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland auszuüben. Das heißt, auch weit weniger als 6 Monate sind dafür ausreichend und das ist eben das ganze Problem mit dieser Tagezählerei, von wegen ich zähle jetzt mal genau die 183 Tage ab. Das existiert so im deutschen Steuerrecht nicht. Ich will dir einige ganz konkrete Beispiele nennen. Es gab einen Fall, da war der Betroffene weit weniger als 183 Tage in Deutschland, sagen wir zum Beispiel einmal 100 Tage, aber er war in keinem anderen Land dieser Welt mehr als 100 Tage. Also ein typischer digitaler Nomade, der regelmäßig nach Deutschland zurückgekehrt ist. Bei ihm wurde dann der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland festgestellt, genau aus diesem Grund, weil es eben kein anderes Land gab, in dem er sich mehr aufgehalten hat als in Deutschland. Dann spricht ja der gleiche Paragraph 9 hier auch von einem vorübergehenden Aufenthalt.
Also wenn davon auszugehen ist, dass der Aufenthalt in Deutschland nicht vorübergehend ist, auch das heißt nicht unbedingt, dass du dich dauerhaft in Deutschland aufhältst. Das heißt zum Beispiel auch, wenn du ganz klar sagst, dass deine Auswanderung nur vorübergehender Natur ist und du dann nach Deutschland zurückkommst und du dich regelmäßig in Deutschland in der Zwischenzeit aufhältst. Wenn du also sagst, ich bin mal eben weg für 1, 2 Jahre, ich mache mal dies, ich mache mal jenes, da habe ich vielleicht irgendeine Million, die ich mir ausschütten lassen will. Dann komme ich wieder zurück nach Deutschland. Dann sieht das Ganze so aus, als wenn dieser Auslandsaufenthalt vorübergehend ist, aber deine deutsche Präsenz im Grunde genommen nicht nur vorübergehend ist. Und auch dann wird wieder der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland angenommen, auch wenn du dich dort weit weniger als 183 Tage aufhältst. In Rand Nummer 1 zum Paragraphen 9 im Anwendungserlass zur Abgabenordnung heißt es, der Begriff gewöhnlich ist gleichbedeutend mit dauernd. Dauernd erfordert aber keine ununterbrochene Anwesenheit, sondern ist im Sinne nicht nur vorübergehend zu verstehen. Also, damit weißt du, was der Gesetzgeber hier gemeint hat. Er meint hier nicht, dass du ununterbrochen in Deutschland dich aufhalten musst. Es ist möglicherweise schon ausreichend, einen nicht vorübergehenden Aufenthalt oder einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland auszulösen, indem du immer wieder an den gleichen Ort zurückkommst und das der wichtigste Bezugspunkt ist in deinem Leben. Also im Grunde genommen anlehnend an das, was ich gerade eben gesagt habe, dass du in einem anderen Land eben keine wichtigen Bezugspunkte hast. Und hier wird natürlich dann auch das Thema Lebensmittelpunkt wieder ein wichtiger Punkt. Der Lebensmittelpunkt alleine löst ja noch keine Steuer aus, aber es ist natürlich zum Beispiel davon anzunehmen, dass wenn deine Ehefrau, dein Ehemann, deine schulpflichtigen Kinder in einem bestimmten Land wohnen, dass sich dort eben dein gewöhnlicher Aufenthalt befindet, selbst wenn du relativ viel Zeit in Deutschland verbringst. Gibt es sogar nicht oder ist möglicherweise ein Lebensmittelpunkt sogar in Deutschland, dann ist das natürlich möglicherweise sehr riskant. Es muss eben auch völlig klar sein, dass du Deutschland nicht nur vorübergehend verlässt, wenn du auswanderst, sondern im Grunde genommen die Absicht hast, bis auf Weiteres zu gehen, beziehungsweise das eben so kommunizierst. Keiner weiß, was passiert. Du kannst natürlich später deine Meinung ändern. Wenn du mal ein paar Jahre im Ausland warst, kannst du wieder zurückkommen. Aber das Risiko ist eben in Deutschland immer gegeben, wenn du zu schnell zurückkommst, dass dann im Grunde genommen angenommen werden könnte, dass dein gewöhnlicher Aufenthalt nie außerhalb Deutschlands sich befunden hat, obwohl du deinen Wohnsitz in Deutschland aufgegeben hast, weil eben deine Abwesenheit von Anfang an nur temporärer Natur war. Wenn du also aus Deutschland auswanderst und dann noch planst, dich weiterhin in Deutschland aufzuhalten, dann muss natürlich ganz klar gesagt werden, dass man dir empfehlen muss, so wenig wie möglich Zeit in Deutschland zu verbringen, insbesondere dann, wenn du unternehmerisch tätig bist. Und tatsächlich ist unsere Empfehlung immer, dass du nicht mehr als 2 Monate im Stück dich in Deutschland aufhältst. Insgesamt solltest du meiner Meinung nach nicht mehr als 4 Monate pro Jahr dich in Deutschland aufhalten, beziehungsweise in einem Zeitraum von 365 Tagen. Ich zitiere nochmal die Randnummer 1 zum Paragraphen 9 Abgabenordnung. Der Tatbestand des gewöhnlichen Aufenthaltes kann bei einem weniger als 6 Monate dauernden Aufenthalt verwirklicht werden, wenn Inlandsaufenthalte nacheinander folgen, die sachlich miteinander verbunden sind und der Steuerpflichtige von vornherein beabsichtigt, nicht nur vorübergehend im Inland zu verweilen. Hast du also einen bestimmten Grund, warum du nach Deutschland zurückkehrst, und da geht es jetzt nicht um persönliche Familienbesuche, sondern zum Beispiel, weil es dort noch Kunden gibt oder du vielleicht dort an einem Unternehmen beteiligt bist oder was auch immer, dann hast du einen sachlichen Zusammenhang zwischen diesen Besuchen. Dann kann sich eben auch daraus dann der gewöhnliche Aufenthalt ergeben, auch wenn du nicht 6 Monate am Stück dich in Deutschland aufhältst. Idealerweise hast du natürlich einen festen Wohnsitz im Ausland. Idealerweise reist du dann von Deutschland immer an deinen festen Wohnsitz im Ausland zurück. Dort hältst du dich dann tatsächlich mehr Zeit auf als in Deutschland. Dann bist du letztlich hier über alle Zweifel erhaben. Also auch hier wieder muss man sagen, dass aus steuerlicher Sicht dieses komplette Nomadendasein oftmals schwierig ist. Zumindest kann es das sein, wenn du dich besonders häufig in Deutschland aufhältst. Das heißt also, ich würde sagen, je mehr nomadisch du lebst, desto weniger Aufenthalte solltest du tatsächlich natürlich in Deutschland einplanen, weil du ja genau dann in das Messer reinläufst, von dem ich hier gerade gesprochen habe. Du hast keinen anderen Bezugspunkt, der wichtiger ist als der deutsche und du hältst dich im Grunde in keinem anderen Land mehr auf
auf als in Deutschland, beziehungsweise hast in keinem anderen Land einen tatsächlichen Lebensmittelpunkt eingerichtet, eben einen festen Wohnsitz, wo dann auch der Schwerpunkt deiner wirtschaftlichen Interessen sich befindet. Ich würde dir aufgrund dieser 6-Monats-Darstellung im Gesetzestext immer empfehlen, in den ersten 6 Monaten nach deiner Auswanderung dich immer im Ausland aufzuhalten, um praktisch keine Besuche in Deutschland zu planen. Hier komme ich nun zur Rand Nummer 4 zu Paragraph 9 der Abgabenordnung. Der gewöhnliche Aufenthalt im Inland ist aufgegeben, wenn der Steuerpflichtige zusammenhängend mehr als 6 Monate im Ausland lebt. Also, wir wissen, selbst wenn du im Ausland lebst, kannst du natürlich Besuche in Deutschland machen, aber wenn du wirklich auf der sicheren Seite sein willst, dann hast du natürlich tatsächlich einen neuen festen Wohnsitz im Ausland und hältst dich idealerweise in den ersten 6 Monaten in Deutschland nicht mehr auf. Dann hast du einmal einen sauberen Bruch, einen sauberen Break und dann kannst du im Grunde genommen deinen Aufenthalt in Deutschland planen, gemäß der Regeln, die ich gerade eben hier geschildert habe. So, und wenn du das jetzt alles hier zusammennimmst, dann wirst du eben zu dem Schluss kommen, dann wirst du erkennen, dass es im Grunde genommen keine klare 183-Tage-Regelung in Deutschland gibt. Das heißt im Grunde genommen, man kann gar nicht sagen, so und so viele Tage darf ich mich in Deutschland aufhalten pro Jahr. Es muss eben klar sein, dass ich nicht nur vorübergehend im Ausland bin, dass ich nicht zusammenhängend mehr als 6 Monate mich in Deutschland aufhalte, wobei eben kurzfristige Unterbrechungen nicht gezählt werden. Die Interpretation, was ein zusammenhängender Aufenthalt ist, nicht bedeutet, dass du dich dauernd in Deutschland aufhältst. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn die Besuche inhaltlich miteinander verknüpft sind, auch wenn es dazwischen Unterbrechungen gibt, hast du potenziell ein Problem. Leider ist alles kompliziert im deutschen Steuerrecht. Wie du jetzt herausgefunden hast, gibt es keine klare 183-Tage-Regelung. So wenig Zeit wie möglich in Deutschland verbringen, im Ausland ein klares, gut strukturiertes Setup haben, tatsächlich Substanz im Ausland haben und dann deine Aufenthalte in Deutschland möglichst genau planen und auf Aufenthalte in den 6 Monaten nach dem Wegzug aus Deutschland idealerweise komplett verzichten. Und wenn dir wieder mal jemand was von 183 Tagen erzählt, dann korrigiere ihn gerne und weise ihn auf dieses Video hin. In diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst und dir jetzt klar geworden ist, dass es vielleicht doch ein bisschen komplizierter ist, als du vielleicht angenommen hast, lade ich dich, wie gesagt, gerne zu einem unserer Seminare oder Reisen ein. Wie gesagt, auf den Reisen machen wir normalerweise auch ein intensives Seminarprogramm und natürlich kannst du jederzeit auch ein Beratungsgespräch mit mir buchen. Details dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragestellungen zu helfen. Ich selbst habe Deutschland, habe die EU vor 25 Jahren verlassen und wir helfen Mandanten dabei, sich steueroptimiert im Ausland aufzustellen und natürlich dabei rechtssicher auszuwandern. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.